Ich denke viel nach, aber nicht, weil ich zu viel Zeit habe, sondern weil ich sie mir nehme, um genauer hinzuschauen. Wenn es still wird um mich herum und ich nicht abgelenkt bin, steigen manchmal Fragen in meinem Kopf hoch, die mich lange beschäftigen. Was ist denn der Sinn von all dem hier? Warum bin ich hier genau jetzt und genau so? Warum mache ich das, was ich mache? Und warum gestalte ich meinen Alltag so? Male mein Mehl selber, backe mein Brot und achte darauf, womit ich mich umgebe. Warum vertraue ich meinem Bauchgefühl mehr als dem, was von außen kommt? Und manchmal frage ich mich auch, warum ich so viele Dinge wahrnehme und so viel hinterfrage, was andere scheinbar ganz selbstverständlich finden oder gar nicht erst bemerken. Im heutigen Video möchte ich mit euch ein paar dieser inneren Wege teilen und wünsche euch ganz viel Spaß beim Zuschauen. Angefangen hat das ganze Hinterfragen eigentlich schon mit der Geburt meiner Tochter. Das ist jetzt über 30 Jahre her. Ich war jung und plötzlich war da dieser kleine Mensch in meinen Armen und da war sofort dieses Gefühl, ich bin jetzt Mama und ich habe Verantwortung. Ich will für sie da sein, ich will sie begleiten und nicht nur die ersten paar Wochen und sie dann gleich in fremde Hände geben. Darum bin ich damals zu Hause geblieben, 3 Jahre lang und das war im Osten nicht gerade üblich. Ich war alleine, hatte wenig Geld, aber trotzdem hat es irgendwie funktioniert. Die meisten sind damals schnell wieder arbeiten gegangen, weil das normal war, weil man das eben so macht, die Kinder früh in die Krippe geben. Aber mein Bauchgefühl hat mir gesagt, dass sie mich jetzt braucht, dass ich für sie da sein muss und nicht irgendeine fremde Person. Und diesem Gefühl bin ich damals gefolgt. Ich habe schon versucht, ein paar kleine Dinge anders zu machen, aber eher im Stillen und ohne großes Aufheben. Zu groß war die Sorge, aus der Rolle zu fallen oder schief angeguckt zu werden. Also habe ich vieles zurückgehalten und unterdrückt und genauso gemacht wie die anderen, obwohl mein Bauch längst wusste, dass es eigentlich auch andere Wege gäbe. Ich habe eine ganze Weile gebraucht, um zu verstehen, dass mich mein Bauchgefühl eigentlich die ganze Zeit schon geleitet hat. Aber ich war es, die es immer wieder übergangen hat, aus Angst, was falsch zu machen, was anders zu machen als die anderen und am Ende vielleicht nicht dazuzugehören. Denn das will man ja meistens, dazugehören, nicht auffallen oder nicht anecken. Einfach mitlaufen, so wie es von einem erwartet wird. Ich bin jetzt kein Rebell oder ein Aussteiger oder sowas, aber in mir war immer dieses kleine, feine Stimmchen, was gesagt hat: „Mach das doch mal anders. Irgendwie passt das nicht. Das fühlt sich nicht stimmig an.“ Und irgendwann habe ich dann angefangen, mehr und mehr auf diese innere Stimme zu hören, auf mein Bauchgefühl. Auch wenn es oft nicht leicht war, diesem Gefühl zu folgen und bewusst andere Wege einzuschlagen und genauer zu hinterfragen, was sich manchmal als normal anfühlt. Ja, und dann kamen wieder neue Phasen im Leben und das Hinterfragen wurde noch intensiver. Zum Beispiel, als bei unserem Großen Autismus diagnostiziert wurde und bestimmte Medikamente empfohlen wurden. Da war wieder dieses starke Bauchgefühl, was sagte, nee, das ist jetzt nicht richtig. Auch wenn es von medizinischer Seite empfohlen wurde, hat irgendwas in mir gesagt, nein, das fühlt sich absolut nicht richtig an. Und auch da haben wir wieder gekämpft und haben uns entschieden entgegen dem medizinischen Rat und haben auf unsere innere Stimme gehört. Und auch da muss ich heute sagen, im Nachhinein hat sich genau dieses Gefühl wieder bestätigt. Diese kleine, klare, aber leise Stimme hatte recht. Na ja, und dann kamen wieder neue Phasen im Leben und das Hinterfragen wurde noch intensiver. Zum Beispiel, als bei unserem großen Autismus diagnostiziert wurde und bestimmte Medikamente empfohlen wurden. Dann war wieder dieses starke Bauchgefühl da, das sagte, nee, das ist jetzt nicht richtig. Auch wenn es empfohlen wurde. Irgendwas in mir hat gesagt, nein, das fühlt sich nicht richtig an. Und auch da haben wir wieder gekämpft und haben uns entschieden, entgegen dem medizinischen Rat die Medikamente nicht zu geben. Wir haben auf unsere innere Stimme gehört und auch da muss ich heute sagen, so im Nachhinein hat sich genau dieses Gefühl wieder als richtig bestätigt. Diese leise, aber klare Stimme hatte recht.
Und dann kam Corona. Dazu will ich jetzt gar nicht viel sagen, aber mit der Pandemie kam auch der Umzug raus aus unserem Haus und rein in eine Wohnung. Ein neuer Alltag, neue Routinen und ein anderes Umfeld. Und mit dem Loslassen vom Haus kam auch das Loslassen von vielem, was am Ende nur Ballast war. Und wieder kam die Frage auf, was ist denn jetzt wirklich wichtig und womit will ich mich umgeben? Und ich habe mehr und mehr gespürt, dass ich Dinge einfach nicht mehr so hinnehmen will und habe angefangen, still aber entschlossen, vieles neu für mich zu prüfen. So habe ich zum Beispiel aufgehört, meine Haare zu färben, weil ich einfach wieder ich selbst sein wollte, ohne Schichten und ohne Maske. Und ich habe mich auch gefragt, was kommt eigentlich auf meine Haut und muss immer alles sauber riechen? Was steckt denn in den ganzen Mitteln und was macht das mit unserer Gesundheit? Und wenn du dann mal denkst, hey, jetzt ist alles super, es läuft, dann kommt wieder so eine Phase im Leben, wo alles ins Wanken gerät. Die Krankheitsdiagnose meines Mannes hat so einiges aufgerüttelt. Und auch da sind wir wieder eigene Wege gegangen, haben uns in viele Richtungen informiert, viel gelesen, recherchiert, ausprobiert, auch abseits von der ganzen schulmedizinischen Haltung. Und nicht mit der Haltung gegen alles, sondern eher mit dem Wunsch, was können wir jetzt selber tun, ohne gleich abhängig zu werden von Medikamenten oder Behandlungen, die sich vielleicht gar nicht so richtig anfühlen. Auch da wollten wir mehr Eigenverantwortung übernehmen für den Körper, für das Gefühl und für den Alltag. Also habe ich dann irgendwann angefangen, Brot selber zu backen, Mehl zu mahlen und unsere Lebensmittel ganz bewusst auszuwählen. Und ja, das kostet viel Zeit, aber wofür ist denn meine Zeit gut, wenn ich sie nicht für das Allerwichtigste im Leben einsetze, für die Gesundheit? Und ich habe sicher auch nicht mehr davon als andere. Vielleicht verwende ich sie aber nur anders. Lieber beim Teigkneten als beim Scrollen und lieber in der Küche als im Einkaufszentrum. Wir wollten einfach die Verantwortung selber übernehmen und nicht einfach abgeben. Wir haben darauf vertraut, dass man spürt, was einem gut tut, wenn man bereit ist, wirklich hinzuhören. Und auch das hat sich für uns mit Abstand betrachtet wieder als absolut richtig herausgestellt. Wenn ich so meinen bisherigen Lebensweg betrachte, dann ist er vielleicht ein klein bisschen anders verlaufen als bei den meisten. Klar, ich habe mich irgendwann ganz bewusst für Familie und Kinder entschieden, aber beruflich einen ganz anderen Weg eingeschlagen, als allgemein üblich ist. Und ja, es gab da auch unsichere Zeiten, Zeiten, in denen nicht alles planbar war, wo manches richtig eng wurde, finanziell oder emotional. Aber komischerweise hatte ich ganz selten das Gefühl, ich schaffe das nicht oder ich gehe daran kaputt. Vielleicht, weil ich immer gespürt habe, das hier, genau das ist mein Weg. Mit allen Höhen und Tiefen. Der muss nicht perfekt sein, aber der sollte stimmig sein. Und zwar für mich. Ich habe mir ja schon immer viele Gedanken gemacht. Und je älter ich werde, desto mehr frage ich mich, ist das denn überhaupt erwünscht, dass man sich Gedanken macht? Ist es gewollt, dass wir innehalten, dass wir zweifeln oder reflektieren oder uns gar fragen, wie wir eigentlich leben wollen hier in der Zeit, die wir hier auf dieser Erde sind? Oder sollen wir lieber funktionieren, mehr arbeiten, mehr leisten und mehr kaufen und am besten anderen überlassen, zu entscheiden, was gut für uns ist? Es wird leider immer noch sehr viel mit der Angst gespielt. Da werden Sorgen geschürt, dass das Geld nicht reicht, dass wir krank werden, wenn wir die empfohlene Medizin nicht nehmen oder dass wir den Kredit für das Haus oder die Miete nicht mehr zahlen können, dass wir beruflich den Anschluss verpassen, uns vieles nicht mehr leisten können oder im Alter Armut erleben. Und so geben wir die Verantwortung ab in der Hoffnung, dass das schon jemand für uns regeln wird, wenn wir nur das tun, was uns gesagt wird. Aber
Aber ich glaube, diese Sicherheit, die uns oft suggeriert wird, ist in Wahrheit nur eine Illusion. Wenn wir wirklich selbstbestimmt leben wollen, dann müssen wir auch die Verantwortung übernehmen. Aber genau das wollen heute viele gar nicht mehr. Sie möchten lieber, dass andere entscheiden, was gut für sie ist. Denn wenn was schief läuft, dann ist ja jemand anders schuld und nicht man selber. Aber echte Eigenverantwortung heißt eben auch nicht nur die schönen Seiten tragen, sondern auch die unbequemen. Wenn wir wirklich was verändern wollen, dann fängt das nicht im Außen an, sondern bei uns selber, bei unseren Gedanken, bei unseren Entscheidungen, bei unseren Werten und manchmal auch bei ganz kleinen Alltagsgewohnheiten. Vielleicht braucht das nicht immer Sicherheit, vielleicht braucht es auch mal Vertrauen, vielleicht braucht es nicht immer mehr, sondern auch mal weniger. Vielleicht braucht es auch manchmal einfach Mut zum Risiko, um einfach was anderes auszuprobieren. Und vielleicht braucht es vor allem wieder ein Gefühl für das Wesentliche, für das, was uns wirklich trägt, für ein Leben, was sich echt anfühlt, eins, was nicht getrieben wird von außen, sondern geführt wird von innen, ohne irgendwem oder irgendwas hinterherzuhetzen. Neulich habe ich was gelesen, was mich tief berührt hat. Da stand, vielleicht braucht es einfach wieder mehr Menschen, die still das Feuer hüten. Und ich glaube, ganz tief im Inneren spüre ich, da bin ich vielleicht auch eine von denen, die still das Feuer hütet. Ganz im Kleinen, nicht laut, aber voller Verantwortung. Für meine Kinder, meine Familie, meine Werte und für das, was bleibt und weiterwirken soll. Ich kann es nicht sagen, warum das so ist, dass ich mir so viele Gedanken mache. Vielleicht reflektiere ich auch einfach tiefer oder ich bin ganz einfach so gestrickt. Aber vielleicht geht es euch ja genauso. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, ob ihr euch auch in solchen Gedanken wiederfindet und ob ihr vielleicht mehr davon hören wollt. Ich sage jetzt auf jeden Fall erstmal Dankeschön fürs Zuhören und Zuschauen und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir gern als Wertschätzung einen Daumen nach oben da und abonniert den Kanal, damit ihr kein weiteres Video mehr verpasst. Ich verabschiede mich jetzt erstmal für eine Woche Urlaub bei meiner Tochter und bei den Enkeln und mache nächsten Sonntag eine kleine Pause. Danach melde ich mich dann wieder und ich wünsche euch bis dahin eine gute Zeit und viele schöne Gedanken.